Sie haben die Wahl zwischen der natürlichen Stabilität des Goldes und der Ehrlichkeit und Intelligenz der Politiker. Und mit dem Respekt für diese Herren rate ich Ihnen, solange das kapitalistische System besteht, das Gold zu wählen. Das sagte George Bernard Shaw, irischer Dramatiker und selber Politiker. Und damit herzlich willkommen hier in der Goldschmiede. Es soll heute nochmal um das Thema Goldschmiede bzw. Goldstuff-Roboter gehen. Die Resonanz auf das letzte Video war so groß, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe noch mal ein bisschen näher drauf ein, auf die Risiken, auf die Chancen, zeige dir, wie ja, aktuell die Goldschmiede steht, und die steht bei 44%. Sie war schon etwas höher. Das hat mit einem Ereignis gestern zu tun, was ja gestern stattgefunden hat. Es kommt das Thema Prop Trading dran, weil Goldschmiede und Prop Trading, wie funktioniert das? Oder Goldstuff und Prop Trading, wie funktioniert das? Ich hatte dich ja gebeten, ja, in die Kommentare zu schreiben, ob ich das Ganze auch mal in einem 25.000 Euro Konto testen soll. Die Resonanz war positiv, war jetzt noch nicht so viel, dass ich sage, ich mache es jetzt zwingend, aber ich habe etwas anderes gemacht und da kommen wir dann gleich zu. Und dann geht es um das Thema Sicherheit, Sicherheit deines Kontos, und das ist vielleicht sogar das wichtigste Thema eigentlich. Gerade wenn es in Bezug kommt zum Thema Prop Trading, aber auch zum Thema Martingale-System, und genau das ist ja das, was ja, der Handelsroboter Goldstuff eben macht. Welche Sicherheitsmöglichkeiten gibt es und was gibt es für Möglichkeiten, das vielleicht sogar noch zu automatisieren? Das sind alles eben Themen, die ich heute behandle. Dann die Einstellungen in der Goldschmiede oder im Goldstuff. Dann, wie gesagt, wo kriegst du vernünftige Settings-Datei her? Da ist jetzt im Telegram-Chat einiges passiert. Da haben einige was getestet und neue Settings mal bereitgestellt. Dafür vielen, vielen Dank. Also an alle, die sich daran beteiligt haben. Und davon genau lebt das. Also den Link zum Telegram-Chat findest du entsprechend unten. Wie du hier siehst, war der Gold-Stuff oder die Goldschmiede schon bei knapp über 50%. Und dann habe ich gestern entschieden, ich schließe Trades. Und zwar diese hier. Und das war nicht aufgrund, weil das ja, von der Margin her dramatisch war. Das war es überhaupt nicht. Das war alles richtig ausgewogen. Es war alles soweit okay. Es ist riskant. Hochriskant, muss man sogar sagen, ja. Aber es geht hier in dem Fall, ja, sind es jetzt 140 Euro, die drin sind. Also das ist so ein bisschen Zocken halt tatsächlich, ne? Es ist Echtgeld, aber es ist eben auch so ein bisschen Zocken und gucken, was ist eben möglich, damit man das Ganze vielleicht wirklich mal in einer Prop Trading Challenge einsetzt. Ja, was ist der Grund? Warum habe ich das Ganze hier manuell geschlossen? Aus dem einfachen Grund, weil gestern Inflationsdaten kamen, und das ist ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Das weiß man vorher, das wusste man Tage vorher. Der Markt hat darauf hingefiebert, ne? Das ist fast so wichtig wie die Non-Farm Payrolls letzte Woche. Und da ist es eben wichtig, einen Kontoschutz einzubauen, gerade bei einem Martingale-System. Ja? Ein Martingale-System erhöht ja immer die Positionen, und wenn es richtig liegt, das Martingale-System, nimmt es kleine Gewinne mit, und wenn es falsch liegt, werden die Verluste größer, 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 bis irgendwann mal das System richtig liegt und große Gewinne macht. Aber bei so einer starken Bewegung hat man einfach die Chance, man liegt richtig, macht einen kleinen Gewinn, aber dann irgendwann steigt es in die Gegenrichtung ein, und wenn dann die Bewegung weiter anhält, dann kann das richtig teuer werden. Und deswegen habe ich mich entschieden, die Verluste zu cutten. Im gestrigen Fall war es auch richtig. Es ist eigentlich immer richtig, das muss ich dazu sagen. Es ist immer richtig. Aber gestern war es halt eben auch goldrichtig, so dass man sich nicht im Nachhinein geärgert hat. Auch hätte ich mal, weil es nämlich dann noch weiter in die andere Richtung ging. Wie gesagt, ich war hier im Sell, und Gold ist danach sehr stark gestiegen und ist auch immer noch sehr, sehr hoch. Also von daher war es absolut die richtige Entscheidung, um das Konto zu schützen. Wie man das Ganze automatisiert macht, da habe ich auch noch gleich richtig coole Nachrichten für dich. Da gibt es ein Tool, was viele Sachen auch im Bezug auf die Prop Trading Challenge tatsächlich vereinfacht. Ich habe neuesten Settings bei mir im Blog. Im offenen Bereich ist das, also halt jeder kann dort rein und kann sich die Settings eben entsprechend runterladen. Ansonsten habe ich noch im Premium-Bereich, wo hier eben auch Artikel dabei sind, zum Beispiel VPS sichern, super, super wichtige Sache, oder wie man Signale kopiert etc. Also wie gesagt, da kommt man dann eben in den Premium-Bereich. Auch hier habe ich eine kleine Änderung oder eine Neuerung, sagen wir es mal so. Und zwar kann man jetzt auch mit einem Roboforex-Konto in den Premium-Bereich kommen. Das heißt, wer kein IC Markets hat oder sich dort nicht anmelden möchte, obwohl das immer noch mein absoluter Tipp ist, der kann das auch über Roboforex machen und auch Premium bekommen. Also das heißt, es kostet kein Geld, dieser Premium-Bereich, aber eben diese Anmeldung darüber. Denn was für ein Konto man dafür braucht, dass man eben auch wirklich das Ganze vielleicht schon mit 10, 20, 30 Euro testen kann im Echtgeld. Ja, im Demo geht das natürlich immer. Hier findest du dann eben auch die entsprechenden Dateien, einmal für den MetaTrader 4, mit dem MetaTrader 5, rechte Maustaste, runterladen, dann hast du eine Set-Datei, und die lädst du dann eben in den entsprechenden MetaTrader rein. Ja, also wie gesagt, alle Infos dazu oder eben, wie schon erwähnt, im Chat. Genau.
Dann kommen wir jetzt zum Prop Trading. Apropos Prop Trading, mich würde es natürlich freuen, wenn ich feststelle, dass euch das Thema interessiert. Erstens, dass ihr das in die Kommentare reinpackt und zweitens natürlich ein Abo und ein Like. Ja, gerade für so einen kleinen YouTube-Kanal wie mich ist das super wichtig, damit YouTube sieht, Mensch, da ist Engagement, dass die Inhalte gefallen mir, dass ich eben auch ein Feedback bekomme, dass das eben gut funktioniert. So, vor 5 Tagen hatte ich, zur Abstimmung gestellt, ob ich quasi die Gewinne, die ich damals hatte, das waren 10.184 in meinem Echtgeld True Forex, Pfandkonto, ob ich die verwenden soll, um eine 25.000 € Challenge zu machen und den Goldstuff, dort laufen zu lassen. Es war eine positive Resonanz, war jetzt aber noch nicht so, dass ich sage: „Mensch, muss ich jetzt zwingend machen.“ Also, deswegen einfach mal in die Kommentare reinhauen: „Mensch, ich möchte das sehen“ und so weiter und so fort. In der Zwischenzeit hat sich aber was getan. Und zwar aus den 10.184 sind 10.737 aktuell geworden. Also innerhalb von 5 Tagen das Ganze noch mal richtig schön nach oben gegangen. Über 7%. In 3 Wochen waren das jetzt, glaube ich. Und nächste Woche ist der nächste Profit Split. An dem letzten konnte ich nicht teilnehmen, weil ich noch Trades offen hatte. Und gerade als der Stichtag war, konnte ich die schon nicht mehr schließen. Ne? Also es liegt nicht an True Forex, muss ich dazu sagen. Es lag an mir, weil es war Wochenende. Ich konnte die Trades nicht schließen. Und genau Montag 0 Uhr ging der Handel los und da war auch der Stichtag. Also von daher konnte ich das jetzt noch nicht starten. Und hier siehst du quasi so die Ergebnisse der letzten Tage nochmal. Waren sehr, sehr profitabel, aber den nächsten Profit Split nächste Woche werde ich definitiv mitmachen. Und wenn dich das interessiert, dann würde ich das Ganze mal im 25.000 € Konto machen. Aber dazu bitte einfach mal das Ganze in die Kommentare hauen. Was ich noch gemacht habe, und zwar habe ich nämlich tatsächlich das Ganze schon im Echtgeld laufen lassen. Allerdings auch wieder in einer Challenge, auch bei True Forex in dem Fall. Und wie du siehst, steht das Konto hier aktuell bei knapp 103.000, also knapp 3%. Ein bisschen fehlt noch, aber 3%. Ich habe noch ein bisschen Zeit, das Ganze zu schaffen. 8% muss ich schaffen, bin da ganz optimistisch. Hier läuft der Goldstuff im Stundenchart, unter anderem. Er läuft auch im 15-Minuten-Chart, aber er läuft hier im Stundenchart und wie du siehst, sind hier auch jede Menge Trades zusammengekommen. Ja? Also nur weil er jetzt im Stundenchart arbeitet und nicht im 15-Minuten-Bereich, so wie in der Goldschmiede, macht er trotzdem gute Profite und auch viele Trades. Ja, das ist ja auch das, was man sehen will. Aber in sehr kleinem Rahmen. Ja, es ist ein Hunderttausender Konto und ich beginne hier, glaube ich, mit 0,05, weil ich das Risiko halt wirklich möglichst gering halten möchte. Und der Tipp für so eine Prop Trading Challenge ist halt Trade Small, Trade Often und da ist, wie gesagt, der Goldstuff eine Komponente von vielen. Ja, also das muss man eben ganz klar dazu sagen. Was kann man also tun? Und jetzt komme ich eben auf das Thema zurück, um sein Konto wirkungsvoll zu schützen. Ja, das heißt automatisiert zu schützen oder aber eben bei der Prop Trading Challenge hat man ja quasi eine 5% maximalen Drawdown und da gibt es das Tool Take a Break. Ich habe Erik kontaktiert, das ist auch ein Deutscher, das heißt, wir haben einen netten Kontakt gehabt und er hat mir eine kostenlose Version zur Verfügung gestellt, die ich jetzt testen kann und testen werde. Ja, also ich bin auf ihn zugetreten, weil ich eben so ein Tool haben wollte und eben festgestellt habe, dass ja, dass sehr viele Punkte von dem, was mich interessiert, erfüllen. Und er war eben so nett, das Ganze zu machen. Und auch in Zukunft wird es wahrscheinlich für dich als Zuschauer oder eben als Chatmitglied ja, noch eine Aktion geben, aber das kann noch ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, am besten gleich in den Chat reinkommen und gucken, ja, wenn diese Aktion entsprechend startet. Was kann dieses Tool? Dieses Tool kann Trades schließen, so und so viele Minuten, bevor ein bestimmtes Ereignis passiert. Also man kann ein bestimmtes Ereignis wählen, man kann eine Kategorie von Ereignissen, also Low, Medium und High, also richtig heftige und wichtige Ereignisse. Und dann schließt es diese Trades unter anderem. Ja, es gibt noch viel, viel mehr. Was das Tool ebenfalls kann, das ist eben ja, das ganze Konto zu schließen oder alle Trades zu schließen, wenn ein gewisser Drawdown erreicht wird. Und da kommen wir wieder zu Prop Trading Challenge, weil man natürlich maximalen Drawdown von 5% meistens so pro Tag hat, ja, von der Equity. Und das kann das Tool dann eben entsprechend überwachen. Und deswegen ist es eigentlich für jeden super wichtig, so ein Tool entsprechend mal ja, zu nutzen bzw. einzusetzen. Hier siehst du übrigens das 100.000er Konto. Hier war es mal knapp unter 100.000, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen läuft das wirklich sehr, sehr gut. Bis 10. Februar habe ich jetzt noch Zeit. Ja,
Genau. Also das läuft wunderbar und bin da auch recht optimistisch. Und ich, wie gesagt, werde dieses Tool mal testen, werde für den Premium-Bereich, also darauf nochmal im Blog dann schauen, unter Roboforex oder IC Markets sich dann anmelden, eine sehr, sehr ausführliche Beschreibung dazu machen, wie man alles einstellt, weil es ist super, super mächtig, super viele Einstellungen und ich muss mich da selber erstmal durchkämpfen. Und wenn dich das Thema interessiert, dann würde ich das auch hier bei YouTube natürlich machen. Also in die Kommentare hauen. Erstens, interessiert dich das Thema Prop Trading und Goldstuff? Oder Goldschmiede, wie ich ihn gerne nenne. Und zweitens interessiert dich das Tool Take a Break. Also einfach mal eben unten reinhauen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Auf der linken Seite findest du jetzt noch ein Video zu einem anderen extremen Handelsroboter. Und auf der rechten Seite findest du ein Video generell zum Martingale-System. Also wer den Goldstuff einsetzen möchte, sollte zwingend sich das Martingale-Video angucken, weil dort ist die Mechanik von Martingale-Robotern einfach erklärt. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Video, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dann.